Ich bin's wieder, euer Dave. Heute bei dem Schlangen-Tutorial Teil 2. Ihr seid herzlich eingeladen. Und wir haben ja letztens beim Kopf aufgehört. Da werden wir natürlich jetzt schön weitermachen und das Ganze einfärben etc. Also bleibt gerne dran. Und ihr wisst ja, wenn euch dieses Video hier gefällt oder generell einfach welchen Content ich produziere, dann, ich sag's immer gerne wieder, aber den ganzen Kladderadatsch einfach machen. Abonnieren, liken, kommentieren und wer noch den großen Drang verspürt, mich finanziell unterstützen zu wollen, der kann das natürlich gerne machen. Dazu alle Infos in der Infobox. Kein Muss, aber ein Nice to have. Und in diesem Sinne viel Spaß und ab zum Maltisch. So und herzlich willkommen zu dem wunderschönen zweiten Teil dieser genialen Serie der Schlange. Ihr seid natürlich alle herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß an diesem Bild wie ich. Und apropos Bild, das habe ich tatsächlich letztes Mal vergessen, bei dem ersten noch zu erwähnen. In der Infobox dieses Videos haben wir das Referenzbild drin, und zwar könnt ihr euch das downloaden zu einer Seite irgendwo. Habe ich das abgeloadet und ihr könnt es euch einfach runterladen. Dann habt ihr da ein besseres Referenzbild, um das eben nutzen zu können zum Nachzeichnen oder Nachmalen. Also immer ganz hilfreich, finde ich, noch zu dem Video einfach das Bild nochmal per se zu haben für euch, falls ihr das dann eventuell ausschneiden wollt oder anderweitig nachmalt oder aufzeichnet etc. Das sei noch kurz gesagt, das ist da natürlich mit drinnen. Und in der Infobox auch, weil ich da jetzt noch öfters gefragt werde, habe ich bloß letztens vergessen wieder reinzumachen. Unter den ganzen restlichen Videos ist jetzt überall so das grobe Material, was ich immer wieder gefragt werde, einfach auch noch mit drin. Gerade die Maskierfolie ist in der Infobox auch mit drinnen. Und der Firnis, den ich zum Beispiel benutze, oder den Stift, den ich da habe, das sind alles Sachen, die sind in der Infobox drin mit einem Link zu Amazon. Das könnt ihr ganz einfach dann euch anschauen und gegebenenfalls auch woanders kaufen, wenn ihr da keinen Bock auf Amazon habt. Ich habe es der Einfachheitshalber einfach reingepackt für euch. Und dann könnt ihr da genau sehen, was ich da so einsetze. Das steht auch nochmal in der Infobox mit drin. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr da was sucht oder was braucht. Genau. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem Bild. Da machen wir natürlich genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und machen jetzt eben hier wieder schöne Detailarbeit an den Seiten. Gerade da so die Seite von der Nase. Oder da irgendwo ist das Nasenloch genau. Und das war jetzt bei dem Referenzbild ein bisschen arg wild mit der Spiegelung und alles. Das habe ich zum Beispiel auch komplett anders gemacht. Da wollte ich nicht, dass es sich so krass spiegelt und komisch aussieht. Das ist dann nicht ganz so erkennbar. Da habe ich mir auch die Freiheit rausgenommen, das so zu machen, wie ich das wollte. Und ich finde das Endergebnis dadurch dann auch deutlich besser. Und das hat mir dann noch besser gefallen. Und deswegen haben wir das so gemacht. Ach, ich ärgere mich. Ich habe gerade heute eine Webcam an meinen PC angeschlossen, die ich noch brauchte fürs Arbeiten. Und blöderweise hat der Computer ist da auch noch ein Mikrofon drin, das habe ich irgendwie völlig außer Acht gelassen. Und hier bei meinem schönen Schnittprogramm hat der das einfach umgestellt beim VoiceOver auf diese beknackte Billo-Kack-Mikrofon, was da drin verbaut ist. Und ich habe jetzt schon 25 Minuten aufgenommen mit dem VoiceOver und das ist alles nicht hörbar und richtig grottenschlecht, dass ich mich gerade richtig abgefuckt habe da und dachte, das gibt's da nicht. Ich habe da extra geguckt und dann habe ich nochmal die Aufnahme abgebrochen und habe die dann nochmal neu gestartet und habe dann ebenfalls wieder vergessen, das umzustellen, was das einfach automatisch gemacht hat. Das ist einfach ein Sauerei-PC. Warum tust du mir das an? Auf jeden Fall habe ich das mal versucht zu retten und lauter gemacht, aber das ist so eine miese Qualität. Da bin ich mal wieder gerade froh über mein richtig gutes High-End-Mikrofon hier. Da bin ich wirklich froh. Das war jeden Cent wert, damit ihr auch meine sehr tolle Stimme hören könnt, ja. Nein, das dazu. Wir arbeiten jetzt eben noch
die Schuppenplatten um das Auge fertig aus. Das habe ich aus einem Grund noch oben, die zwei über den Augen, die müsste man nicht unbedingt machen. Die könnte man auch quasi abmaskieren und dann auch mit dem Rest machen. Aber ich habe sie einfach mit reingenommen, damit ich nachher das Auge einfach schön schon mal eingepackt habe und dann nur noch das ausmaskieren muss und dann der Rest einfach schon passt. Und die quasi auch ganz zum Schluss machen, die Augen. Dann haben wir da einfach eine saubere Geschichte. Und deswegen habe ich die einfach noch mitgenommen. Und aus dem zweiten Grund, da sind noch leichte Spiegelungen drin von der Schlange selbst. Und zwar von dem Gelb natürlich. Und das war zwar marginal, aber ich fand es gar nicht schlecht und ganz cool. Deswegen habe ich das mit übernommen und auch mit reingepackt. Deswegen wundert euch nicht, dass wir die Parts eben mitmachen. Da kommt eben dann noch ein bisschen das Gelb mit rein. Und da habe ich dann nur erstmal so ein bisschen die oberen zwei dicken Platten, die wir nachher noch machen, eben. Die habe ich dann nur ein bisschen schon mal vorgezeichnet und schon ein bisschen so die Spiegelung eingearbeitet und so. Aber nicht wirklich alles. Das werden wir dann ganz zum Schluss, wenn wir den Kopf oben abmaskieren, dann eben nochmal kurz nacharbeiten, damit das eben farblich und stilistisch auch zum Rest der Kopfplatten passt, damit das nicht ganz so raussticht, habe ich das eben so mit übernommen und dann passt das ganz gut. Und da arbeiten wir die jetzt eben schön aus und dann sieht das nämlich nachher richtig schön nice und rund aus. Und apropos Stimme, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, mir hat mal vor kurzem jemand gesagt, eine Frau hat mir eben da geschrieben, so ja, sie schaut sehr gerne meine Videos. Ich habe mir gedacht, hey cool, danke. Ja, aber sie airbrusht gar nicht. Und ich so, interessant. Und ich so, ja, wieso schaust du dann meine Videos an? Ja, ich schaue mir die immer zum Schlafen an. Du hast so eine beruhigende Stimme. Vielen Dank dafür. Bin ich also so einschläfernd. Muss ich hier, glaube ich, mal muss ich hier noch ein paar Schnipsel einbauen, die ein bisschen Krawall machen, damit die gute Frau wieder wach wird. Ja, da habe ich echt drüber lachen müssen und geschmunzelt. Auf jeden Fall interessant. Was wir jetzt hier schön sehen, gerade bei dem Teil oben, ist, dass wir hier das schön flächig ausmalen und auch mit einem bisschen gröberen Abstand. Aber jetzt, wo alles schön eingestellt ist, der Druck und die Farbe, da kann man sowas großflächiger ausmalen, ohne viel Overspray zu erzeugen. Also irgendwann kriegt man raus, das ist natürlich für einen Anfänger und auch für Fortgeschrittene immer relativ schwierig, das zu handeln. Aber es ist relativ mit der Zeit gut machbar. Also üben, üben, üben. Das ist hier wirklich das, was ich immer nur sagen kann. Wenn ihr viel übt, dann werdet ihr da immer besser und könnt das dann besser handeln. Hier habe ich tatsächlich mal viel mit dem Pinsel gemacht, um einfach zu schauen, wie der im Vergleich zu dem Stift und zu dem Rest so wirkt. Da wollte ich mal einfach die Platte, die wird auch noch bis fast zum Schluss so bleiben, einfach damit ich das nochmal sehen kann, weil ich einfach euch das ja immer sage, dass ihr das auch machen könnt und mich das auch interessiert, wie das so generell dann aussieht. Und ich finde, es sieht nicht schlecht aus, also absolut nicht. Das kann man gut machen. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr die Deckfarben, eben das Schwarz oder das Weiß, wenn ihr da mit dem Pinsel nacharbeitet, dass ihr das Ganze auch verdünnt, weil die Farbe nicht wieder pur nehmen, so wie aus der Gun, eben ich mache das ja auch nicht, sondern auch da einfach schauen, dass ihr das schön mit verdünnt, damit das schön harmonisch aussieht und nicht gleich so aufsetzt oder aufträgt. Was meine ich damit? Einfach, dass es eben unorganisch aussieht. Deswegen einfach darauf achten, dass ihr auch die Farbe mit dem Pinsel verdünnt. Da lieber ein-, zweimal mehr drüber malen, wenn es nicht deckt. Oder wenn ihr irgendwo eine Stelle habt, wo es wirklich gut decken sollte, nehmt auch die volle Deckkraft der Farbe. Aber ansonsten empfehle ich euch, auch diese zu verdünnen, damit ihr einfach ein gleichmäßigeres, harmonischeres Bild zustande kommt und das eben gut passt. Und ihr könnt auch darauf dann auch mit der Airbrush wieder ein bisschen nacharbeiten, so wie ich das jetzt zum Beispiel mache, dass man da dann mit der Gun eben nochmal kurz nacharbeitet. Und dann funktioniert das auch gut.
wenn ihr das Gefühl habt, das setzt jetzt doch zu viel auf oder das sieht doch irgendwie nicht so geil aus, dann könnt ihr auch noch mit der Gun ein bisschen nacharbeiten oder ein bisschen Schatten setzen oder so, um das Ganze wieder ein bisschen runterzunehmen. Und dann habt ihr da schon wieder gar nicht mehr das Problem. Und dann ist das schon wieder eine feine, runde Sache, würde ich sagen. Deswegen nur keine Angst davor, andere Sachen mit einzusetzen. Ich finde das irgendwie ganz cool mit dem Stift, der hat es mir angetan. Der ist auch in der Infobox drin, wenn es euch interessiert. Ich finde es halt bei dem einfach wirklich prima, da man eben seine Farben reinfüllen kann, die man selber benutzt und dass das Ganze dann auch recht human da reinläuft in die Spitze. Also man muss den Stift auch immer schön schütteln. Und wenn man den eben so waagrecht benutzt, dann merkt man, da zieht sich drinnen das vordere Teil vom Stift eben mit der Farbe voll. Und dann kann man den sehr gezielt einsetzen. Und ich finde, das macht richtig viel aus. Das macht richtig viel Spaß. Also den werde ich wahrscheinlich jetzt häufiger einsetzen. Nochmal so für richtige Highlights oder für schnelle Abgrenzungen, wenn ich da jetzt keine Lust habe, ewig viel mit der Abmaskierfolie oder Freihandschablone zu arbeiten, wenn ich auch nicht Overspray möchte, lässt sich dieser halt einfach recht gut einsetzen. Und ich merke gerade, hier habe ich wohl einen etwas längeren Cut drin gelassen. Schande über mich. Da habe ich nicht weggeschnitten. Aber das war wahrscheinlich mal wieder so eine kurze Zeit, wo ich die Farbe nachgefüllt habe, weil das passiert natürlich dann bei so einem längeren und größeren Projekt, was dann eben mal so 4-5 Stunden in Anspruch nimmt bei mir. Da gehen natürlich dann immer wieder mal die Farben leer. Aber ich bin nicht der Typ, der da irgendwie 20 Tropfen dann weiß reinmacht und dann gib ihm, sondern ich mache da immer in der Regel nur so 5-6 Tropfen rein und dann eben ein paar Tropfen Wasser und dann, wenn das leer geht, fülle ich es wieder auf. Falls dann doch mal irgendwas ist oder so, dann habe ich da nicht elendig viel Farbe drin oder muss die nachher wieder umständlich raushauen und da will ich natürlich dann auch ein bisschen nachhaltiger arbeiten. Aber das funktioniert ja soweit ganz gut. Und da habe ich mich eingegroovt, da muss man halt ab und zu mal schnell das Ding sauber machen, aber abgesehen davon, also nachfüllen die Farbe, abgesehen davon ist das ja alles kein Hexenwerk. Und wie gesagt, jetzt machen wir eben doch schnell die paar Platten hier fertig und dann kommen wir nämlich natürlich gleich schon zum schönen Einfärben. Und dann hören wir uns da gleich wieder.
So, und jetzt sind wir nämlich gleich schon soweit mit dem Färben zu beginnen. Und ich sag euch, ich habe für dieses Gelb das schöne Candy-Gelb genommen, was ich eben mal geschickt bekommen habe, weil ich sagen muss, dass das Candy-Gelb mir besser gefällt wie das Standard-Transparent-Gelb. Und das Standard, damit meine ich das, wie heißt das indische Gelb. Das gefällt mir nicht so von der Leuchtkraft, sondern ich benutze eben das hier. Fokus, komm, Fokus. Wo bist du denn? Ja, ich nehme das Candy Gelb hier, die 28024. Finde ich einfach, hat eine geilere Farbbrillanz. Wie gesagt, die Candies benutze ich gerade generell gerne. Gerade eben das Gelb und das Rot ist irgendwie ziemlich geil. Und ich finde, die Farbe hat eine mega krasse Brillanz. Die finde ich richtig gut. Und jetzt schauen wir eben, dass wir die ganzen Stellen, die wir hier haben, schön mit dem Candy-Gelb einfärben. Ihr könnt natürlich auch das Standardgelb nehmen, wenn ihr das habt, das indische Gelb oder welche Farben auch immer ihr benutzt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für Farben ihr benutzt, ob ihr auch die Schminke benutzt oder andere Hersteller. Da bin ich ja immer ganz aufgeschlossen und würde mich sonst auch mal gerne das eine oder andere Produkt mal anschauen, was ihr da so benutzt. Und hier oben sehen wir eben die Platten, wo wir nur so ein bisschen die Spiegelung drin haben von dem Ganzen selbst. Da packen wir eben so ein bisschen Gelb rein und unten wieder ein bisschen mehr. Auch hier die Menge macht das Gift. Nicht Vollgas über alles drüber ballern, sondern wirklich wieder mit Verstand und mit Gefühl das Ganze schön einfärben. Und eben, wie gesagt, der untere Teil des Mundes und der vordere, obere Teil des Mundes, der ist so ein bisschen beigefarbener, rosa, so ein bisschen andersfarbig wie der Rest der Schuppen. Deswegen färben wir das jetzt nicht komplett ein, weil sonst müssten wir da wieder mit Weiß arbeiten, um quasi wieder die anderen Töne einzuarbeiten. Sondern wir arbeiten hier dann ein bisschen und mischen das ein bisschen on the fly an der Fläche. Und deswegen bei sowas immer ein bisschen Obacht geben. Und wenn, wie gesagt, wenn ihr, Entschuldigung, wenn ihr doch mal zu viel Farbe irgendwo aufgebt und das halt mega krass eingefärbt ist und das sollte nicht so sein, ja dann einfach nochmal, dann müsst ihr leider, wenn ihr das nochmal abändern wollt, einfach nochmal mit Weiß das Ganze übermalen, beziehungsweise nochmal die Struktur geben und dann eben wieder mit der gewünschten Farbe einfärben. Aber ich finde, das sieht schon geil aus. Also die Farben, gerade die Candies, die sind schon richtig, richtig nice. Das macht schon richtig viel Spaß. Und da färben wir jetzt eben auch wieder mit Verstand ein. Und schauen einfach. Da nehmen wir aber nicht nur das Gelb. Wie gesagt, für die vordere Partie nehme ich dann noch das Kappa-Rot, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Die 28301 von Schminke. Die werde ich dann nämlich für die Nase vorne benutzen. Mit dem hellen Weiß ergibt es dann relativ schnell einen hautfarbeneren Ton bzw. einen Beige-Ton. Deswegen setzen wir den da ein und für die Seitenteile nehme ich, glaube ich, nachher noch ein bisschen, um da ein bisschen mehr Dunkles reinzubekommen, glaube ich, noch ein bisschen Goldocker, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich hoffe, ich zeige es noch rein. Ich vergesse das ganz oft, in den Videos die Farben auch mal wieder reinzuhalten. Ich versuche mich da zu bessern, um das selber zu machen, damit ich euch auch keinen Stuss verzähle, sondern auch selber nachher weiß, welche ich da genau nochmal benutze. Und deswegen hoffe ich mal, dass das mit drin ist. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich noch das Goldocker gewesen sein, die 28600. Das ist ein bisschen dünklerer braun, Goldton, würde ich mal sagen. Und der ist eher so ins Bräunliche rein. Ja, genau, ich sehe es jetzt dann. Dann war es Goldocker. Und mit dem gebe ich dem Ganzen jetzt nochmal so ein bisschen eine orangenere rote Note, damit das Ganze noch ein bisschen mehr an Plastizität bekommt, an Dreidimensionalität, damit das einfach noch ein bisschen geiler und runder aussieht. Genau, das ist Goldocker und den nehmen wir dann eben noch dazu und auch hier wieder gezielt einsetzen, damit das Ganze gut aussieht. Lieber ein-, zweimal mehr machen und nicht zu stark einfärben, weil dann habt ihr eben, wie gesagt, das Problem.
Und das jetzt nachzuarbeiten wäre jetzt nicht gerade wenig. Deswegen lieber da vorsichtig rantasten, dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann passt das auch gut. Und deswegen nehmen wir jetzt wahrscheinlich das Kappa-Rot tief. Da machen wir natürlich ich habe jetzt natürlich eine Gun in weiß, eine Gun in schwarz und die dritte Gun ist dann bei mir immer zum Einfärben. Die muss ich dann zwischendrin auch immer noch kurz frei spritzen, damit die eben sauber ist. Und ja, genau, das ist das schöne Kappa-Rot, das 28301. Und da mache ich nur so ganz dezent, ganz leicht, eben, dass das so einen hautfarbeneren Ton gibt. Und dann färbe ich erst nachher mit dem Gelb von oben nach, damit ich eben einfach schon mal sehe, wie das sich dann so on the fly auf der Fläche mischt und die Farben halt ergibt, die mir passen. Und das finde ich irgendwie so richtig das Coole am transparenten Einfärben. Dann kriegt das alles so eine geile Note. Ihr seht, hier arbeite ich jetzt mit einem hohen Abstand, damit ich das wirklich sehr gezielt so einfärbe, wie ich das wirklich haben möchte und dann eben das Rot sich noch mit dem Gelb ein bisschen mischt und dann so einen orangeneren Ton gibt, aber da achte ich halt einfach drauf, dass ich da jetzt nicht Vollgas drauf gehe und das Ding ist dann einfach nur voll orangefarben, sondern da haben wir jetzt schöne farbliche Abstufungen. Ihr seht das natürlich trotz meiner sehr guten Camcorder, seht ihr das natürlich, glaube ich, nicht ganz so gut wie ich nachher auf dem fertigen Bild. Da sind schon sehr viele schöne Farbnuancen drin. Und das ist immer ein bisschen schwierig mit der Kamera, glaube ich, generell einzufangen. Weil mein Camcorder ist gut. Den habe ich tatsächlich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und das war mein 30er. Da habe ich den geschenkt bekommen. Von Frau und Familie das Teil. 4K Camcorder für, glaube ich, 1300 irgendwie sowas war. Der ist auch richtig Schweinegeld. Der funktioniert aber auch richtig gut. Da bin ich ein bisschen bekloppt, was das Ganze mit der Qualität angeht, der Videos. Also mit der Aufnahmequalität. Ihr könnt alle Videos in 4K gucken, wenn ihr das möchtet. Das ist richtig schönes, natives 4K. Und 60 Bilder, das schaue ich immer, dass 60 Frames sind, weil das dann einfach butterweich läuft. Wenn ihr frühere Videos mal von mir anschaut, da hatte ich zwar auch schon einen Camcorder für Panasonic, glaube ich, aber nicht so einen guten. Da sind es nur 30 Bilder, da wirken die Videos, gerade die Zeitraffer, teilweise so hakelig. Und da ist so eine richtig geile Kamera eigentlich schon ein richtig cooles Ding. Hat natürlich alles einen Nachteil. Die Videodateien, die ich dann am Ende fertig habe, so wie das eine Video, das vorige Teil 1, der war schon alleine 50 GB groß. Ist nicht gerade ohne. Aber jetzt seht ihr, was ich letztes Mal gemeint habe mit diesen hellen Highlight-Stellen, die ich ja schon eingebaut habe, die völlig sinnlos in dem Sinn waren, weil ich sie jetzt eben einfüge. Jetzt haben wir natürlich die Schatten gehabt mit dem Schwarz. Wir hatten schön das Eingefärbte. Da habe ich dann noch mal ein bisschen Farbe reingebracht, sonst abgedunkelt, damit das eben noch mal ein bisschen dreidimensionaler aussieht. Und jetzt kommen nur noch ganz dezente, helle Highlights und ein bisschen so noch mehr fürs Auge erkenntlich zu machen, wie das gerundet ist im Gesicht. Und jetzt ganz zum Schluss nehme ich eben wieder hier mein mittlerweile Lieblingsstift und mache nochmal schön vereinzelte Highlights, ein paar gerade Kanten. Auch nicht zu viel. Wir wollen ja da auch nicht zu viel Bling Bling drin haben in dem Ding. Deswegen auch wieder mit Verstand einsetzen, dann passt das. Aber ich fand es generell cool, weil diese Struktur oder die Haut von dieser Schlange so, ja, die war so allglatt und sah so cool aus. Es ist ein cooles Projekt dann so, das zu malen. Und hier male ich so ein bisschen die Zwischenränder von jeder Schuppe. Da war eigentlich immer so eine extreme Einwölbung. Die habe ich jetzt natürlich nicht so 100% übernommen, weil das, glaube ich, dann irgendwann den Rahmen sprengt, das Ganze hier. Aber das habe ich hier mit dem Stift nochmal so ein bisschen in dem Dunklen drin nochmal ein bisschen die Highlights rausgezogen, dass man das doch noch ein bisschen sieht, dass das gerundet ist. Und ihr seht schon, der Stift funktioniert sehr gut. Und das ist eben die kleinste Größe.
mit 0,8 Millimeter dicker Spitze vorne. Und den würde ich euch auch empfehlen zu benutzen. Ich habe ja von der Schminke einen auch noch geschickt bekommen mal. Aber der war ja auch relativ fett. Der war, glaube ich, der dickste mit, was hat der, glaube ich, 1,3, 1,5 Millimeter. Der war so dick, damit konnte ich schlecht malen auf solchen kleinen Bildern zum Beispiel, wie jetzt hier. Und apropos Größe, ich meine, ich brush hier auf einer recht kleinen Leinwand. Da ist natürlich noch umso schwerer, die Details reinzubringen. Da muss man halt immer feiner und kontrollierter arbeiten. Wenn ihr natürlich eine größere Leinwand nehmt, dann macht sie es euch natürlich schon mal deutlich leichter. Würde ich euch auch noch empfehlen, wenn ihr das Projekt macht. Nehmt ruhig eine etwas größere Leinwand. Von mir aus eine 30 auf 40 oder sowas oder eine etwas länglichere. Da gibt es ja auch 30 auf 60 oder so. Macht das ruhig größer, dann habt ihr viel mehr Spielraum, die ganzen Sachen detaillierter auszumalen. Und einfach, ihr tut euch auch einfach mit dem Handling dann leichter, falls ihr dann noch nicht so geübt seid, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Dann macht es euch das ganze Tutorial auch nochmal eine Spur leichter. Das ist dann nämlich alles gar kein so großes Problem dann mehr. Wenn natürlich so eine gewisse Grundkenntnis da ist. Dafür schaut ihr dann lieber andere Videos an, wenn ihr das noch nicht so gut könnt. Und macht die und macht auch mal Projekte, die euch vielleicht in meinen Tutorials nicht ganz so ansprechen, von den Motiven her, aber ihr lernt dann natürlich einiges, nicht nur inhaltlich, sondern auch bei euch selber eben durch das Verbessern eures Skills und eurer Fertigkeiten. Das unterschätzen, glaube ich, doch viele. Und jetzt machen wir eben hier noch schöne Detailarbeit und dann hören wir uns gleich wieder. So, Dale, da bin ich wieder. Ibims, der Dave. So. Ich habe heute wieder Lackes auf den Augen, das stimmt wieder nicht.
Auf jeden Fall habt ihr ja gerade noch gesehen, dass ich noch schön einmal die Schlange ringsherum mit dem Schwarz einfach nochmal eine schönere Kontur gegeben habe, damit ich mir jetzt auch nochmal ein bisschen leichter tue hier mit dem Abmaskieren. Und dafür nehmen wir auch wieder ein Reststück. Und ihr seht schon wieder, das ist das Reststück von dem Flaggen-Tutorial. Da bin ich ja der Meister des Aufhebens bzw. des Wiederverwendens. Nachhaltigkeit darf ruhig mal sein. Nein, aber das ganze Zeug geht natürlich ins Geld, ist ja klar. So Sachen sind auf Dauer dann natürlich teuer, wenn man sich dann immer wieder Zeug kauft. Deswegen die Folie hier, die ist eigentlich recht robust und auch die ist eigentlich auch fürs Plottern geeignet und so. Deswegen habe ich die auch da und benutze die auch ganz gerne. Da kann man natürlich auch kostengünstigere nehmen, aber ich finde sie halt relativ geil, weil sie relativ gut klebt, aber auch nicht zu stark, dass man sie eigentlich relativ gut wiederverwenden kann für solche anderen Projekte und dass ich sie natürlich dann im Plotter benutzen kann, wenn ich ihn dann mal brauche, ist natürlich auch noch eine feine Sache. Und deswegen, den benutze ich eigentlich nicht oft zur Zeit, muss ich sagen. Generell, den sollte ich vielleicht auch mal mehr benutzen, dann kann man auch viel geilen Scheiß machen, aber ja, in letzter Zeit hat sich das noch nicht so angeboten. Da muss ich mal schauen, dass ich vielleicht da mal ein bisschen was mit dem Plotter mache. Sicher auch interessant für den einen oder anderen. Und jetzt seht ihr maskiere ich das schon mal ab, dass wir eben jetzt nur noch den oberen Teil haben, damit wir da jetzt nachher nämlich schön das Ganze machen können. Und ich schneide das jetzt tatsächlich hier oben erst nochmal ab, bevor ich da jetzt noch ein Stück drauf klebe, eben aus dem einen Grund, wenn sich die Folie zweimal überlappt, dann ist es da relativ schwierig, auf einen Schlag beide Folien durchzuschneiden, ohne stark in den Untergrund zu schneiden. Das ist immer ein bisschen schwieriger dann bei der Folie. Deswegen mache ich das lieber vorher. Und weil da müsst ihr dann schon aufpassen. Da passiert es dann nicht selten, dass die dann nicht gleich deckt, dass man da nicht gleich durchschneidet. Und deswegen habe ich da lieber das schon im Vorfeld gemacht. Und ja, ich habe jetzt auch nicht so massiv, also ich habe generell nicht so massiven Overspray, weil ich da doch immer darauf achte, dass ich schön nah am Untergrund arbeite. Deswegen klebe ich auch nur so weit jetzt wie das ab, was ihr hier seht, aber für alle anderen, wenn es euch noch da Probleme habt, dann maskiert auf jeden Fall noch mehr ab oder macht Zeitungspapier hin oder so, damit ihr die Seiten nicht noch voll macht. Und jetzt schneide ich nur schon mal die Augen aus und gucke, ob die auch gut draußen sind. Mache ich jetzt auch nur für den Fall, dass ich jetzt, weil wir da natürlich nach links hin nicht viel Platz haben, dass ich nachher nicht das Ganze voll mal und dann nachher nicht mehr sehe, wo die Augen genau sind und dann nochmal abmaskieren muss. Mit einem klaren Stück ist dann für mich einfach jetzt leichter und auch viel sinnvoller, das einfach schon mal im Vorfeld auszuschneiden. So müssen wir nachher das Ganze einfach nur noch rausnehmen und können am Ende schön die Äuglein machen. Deswegen, da habe ich einfach nochmal schnell geguckt. Passt, gut durchgeschnitten, Untergrund nicht kaputt. So wollen wir es haben. So machen wir das. Und jetzt fangen wir eben wieder an, mit Schwarz-Weiß das Ganze fertig zu malen. Und wir achten jetzt auch hier wieder darauf, dass die Platten auch eine schöne Wölbung haben. Also wir wollen die alle schön dreidimensional malen. Und da achten wir eben darauf, dass links und rechts in der Regel dann immer wieder die Schatten sind und dann oben eher so der hellere Punkt. Ist natürlich hier mit den extremen Spiegelungen nicht ganz einfach zu machen, aber da werden wir am Ende noch ein bisschen was reinmachen, um das eben nochmal hervorzuheben. Aber dazu dann später mehr. Jetzt geben wir erstmal dem Ganzen die grobe Richtung. Und wie gesagt, der komplette untere Teil, die zwei Platten hier links und rechts, die waren im Referenzbild komplett zerfetzt. Da war eigentlich nichts mehr vorhanden. Nicht mehr viel, sagen wir es mal so. Und das habe ich einfach mal der Schönheit halber wieder korrigiert. Da war mal hier mal die Bergklinik. Dr. Dave. Jesus Gott, rennt bloß so weit ihr könnt. Also ihr wollt 3 Füße und einen Arm haben.
Geiler Scheiß. Deswegen gucke ich jetzt eben. Und bei der Spiegelung, das habe ich ja schon beim ersten Teil gesagt, war nicht zweifelsfrei klar, um was es genau handelt. Also oben an dem oberen Teil, da war es mir dann schon eher klar, dass es, glaube ich, dann so Bäume sind und so, aber überall woanders habe ich es mal so ein bisschen rein interpretiert, wie ich das so denke und einfach so wirken gelassen. Weil das nicht ganz so erkennbar war, ist immer schwierig, wenn das Referenzbild auch nicht so eine geile Qualität hat. Habe ich mir natürlich ein Referenzbild geschnappt. Am Smartphone habe ich das gesehen, geil. Und dann auf dem Rechner war es natürlich richtig miese Qualität und mir dachte, super, nicht gerade so geil. Und deswegen sollte man da an für sich auch drauf achten. Und was ich jetzt schon mache, das meinte ich mal eingangs noch mit dem, ich weiß gar nicht, was ich im ersten Teil oder jetzt gesagt habe, ist ja egal, dass ich eben mit dem Weiß nicht überall alles, dass ich es nicht einfach voll ausmale. Also, dass ich das jetzt nicht alles voll ausmale, damit schwarz anfange oder so, sondern ich fange jetzt schon an, mit der verdünnten Farbe da mehr zu geben, wo ich es brauche und da weniger zu geben, wo ich schon sehe, dass es Schatten ist oder dass da was Dunkles hinkommt oder. Dass es einfach nicht verkompliziert wird und einfach nicht unsinnig wird, da sich so viel Arbeit zu machen, sondern wirklich schon vorausschauend zu arbeiten und zu sehen, wo kommt viel Licht hin, wo muss es deckend sein, wo wird es eingefärbt und wo sind viele Schatten, wo kann ich das schon mal andeuten, für mich selber auch zum Schauen, wo es dann nachher genau hingeht und natürlich nicht sinnlos die Farbe zu verballern, um dann einfach wieder entgegenarbeiten zu müssen. Und ihr seht jetzt auch hier, gebe ich tatsächlich ein bisschen mehr, grenzt das aber dann jetzt hier schon mal ab, weil ich weiß, unten sind nachher eben die ganzen Schatten und alles. Und das meine ich auch mit dieser Wölbung, das Ganze schön rund zu gestalten. Und dann wird das eben eine runde Sache. Geil. Genau, dann machen wir das jetzt erst noch ein bisschen und dann melde ich mich wieder bei euch, wenn es wieder was Spannendes zu sagen gibt.
So, und jetzt hake ich hier nochmal ein. Nicht, dass mir der ein oder andere hier noch einschläft. Geil. Ach, geil, die Leute sind so crazy. Ähm, Ich gehöre auch dazu, keine Sorge. Ich bin völlig kaputt und crazy. Aber das weiß noch keiner von euch. Aber mein engerer Freundeskreis, der weiß es. Ich bin da richtig bekloppt im Kopf. Aber weniger von mir und mehr zum Projekt. Und zwar haben wir hier oben ja diese zwei großen Platten, was ihr aber, jetzt noch nicht, glaube ich, noch nicht ganz so gut erkennen könnt, ist, dass dahinter, gerade der obere Teil eben auch nochmal aus. Links sieht man es noch, glaube ich, die drei Teile, dass es auch nochmal separate Teile sind. Genauso wie auf der rechten Seite, bloß rechts ist dann nachher so viel Schatten, dass man es da nicht mehr so erkennt und dann passt das auch. Aber das sind auch nochmal einzelne Segmente. Aber da war die Spiegelung und die Schatten so extrem. Auf dem Referenzbild war das auch nicht ganz so schön zu erkennen. Aber ich habe es jetzt einfach nochmal ein bisschen klarer abgegrenzt, weil ich es dann auch sinnvoller finde. Und dann sieht das auch nicht so komisch groß aus, diese Platten vorne oben. Und dann passt das nämlich auch stimmiger zum Gesamtbild. Und dann sind wir da nämlich auf einem guten Weg, das Ganze zu machen. Und wie gesagt, hier ist wieder schönes Schichtarbeiten am Start. Ihr seht, ich fahre oft dann, wenn ich einen dickeren Punkt haben will, dann öfters dran an einer Stelle, damit es eben dann mehr Farbe hat. Nur darauf achten, dass ihr natürlich dann nicht so viel draufballert, bis dann nachher euch wegfließt oder so. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl mittlerweile dafür, für die Farbe und mit der Gun und allem. Und deswegen flutscht das schon ganz gut. Aber da bin ich eben Fan davon. Und wenn ich bedenke, also manch ganz leuchtenden Stellen, wenn ich mit dieser Deckkraft permanent arbeiten würde, dann würde ich schon gar nicht diese farblichen Ebenen reinbringen können. Und das wäre an für sich ja schon blöd. Und jetzt nehme ich euch mal wieder richtig kuschelig warm ran an das Projekt, damit wir mal wieder richtig schön nah sehen können, was ich jetzt hier mache. Wir können ja mal einen Trommelwirbel machen, wie lange es dauert, bis hier Gänsefüßchen kommen. Na, jetzt habe ich mich eingeflowt. Jetzt läuft es so langsam. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt da eben schon mal ein paar Spiegelungen rein und jetzt beginnt die ganze Magic hier, der ganze Magie, wenn wir eben mit dem Weiß nachher mit dem Schwarz reinarbeiten. Das finde ich immer einen ganz coolen Punkt bei jedem Projekt. Wenn ich da viel mit Weiß arbeite, die Leute sich denken, what the fuck ist das denn? Das sieht ja voll beschissen aus. Und dann spätestens, wenn man mit dem Schwarz losgelegt, dann die Leute sagen so, what the fuck geht denn jetzt ab? Das ist ein cooler Moment. Da habe ich schon oft Rückmeldung gekriegt, dass die Leute dann immer sagen, was, Punkt bis zu Punkt X und dann auf einmal wird es ein fertiges Bild. Das ist immer ganz witzig. Und hier arbeite ich natürlich richtig schön. Da lasse ich jetzt mal meinen Airbrush-Muskel-Skill mal ein bisschen spielen und arbeite natürlich mal richtig porno und dicht und sehr dünne Linien. Das ist das, was man eigentlich, was die Leute ja eigentlich am meisten wollen, würde ich jetzt mal behaupten. Also viele, mit denen ich spreche, wenn es ums Airbrushen dreht, die sagen immer gleich eigentlich, die wollen Freihand arbeiten. Freihand, Freihand, Freihand. Und da liegt dann halt auch die Krux und die Problematik. Das ist wie mit allem, man kann nicht gleich surfen lernen, wenn man noch nie auf dem Brett war. Hier ist es nicht anders. Deswegen fängt man mit kleinen Baby-Steps an. Und deswegen empfehle ich euch da einfach viel zu üben. Schön die Tutorials machen oder eben diese Freihandübung. Ich habe ja ein Tutorial nur für die Freihandübung. Einfach mit den Punkten setzen, mit den Strichen machen. Da könnt ihr euch natürlich auch noch selber von mir aus noch DIN A4 Blätter besorgen und dann einfach Zahlen und Schriften üben und die Kontinuität reinbringen, gleiche Abstände üben, wie viel Luft gebe ich für was für eine dicke Linie etc. Und dann kommt ihr da nämlich mit der Zeit dann auch an sowas hin. Wobei ist natürlich auch noch genug Luft nach oben. Ich habe jetzt natürlich auch nicht die High-End Airbrush-Pistolen für so richtig feine Arbeiten. Die Evolutions sind ganz gute Allrounder, was ich immer so wieder mitkriege, aber ich glaube, wenn ich da mal noch tiefer einsteigen will, dann brauche ich da einfach, irgendwann mal auch noch
andere Airbrush-Pistolen. Entweder die Infinity, wobei die, glaube ich, ja auch nur eine kleinere Düse und Nadel hat, glaube ich. Groß unterscheiden die sich eigentlich auch nicht hier von der Evo. Aber vielleicht mal irgendeine richtig abgefahrene Iwata oder so. Er lacht mich auch mal wieder an. Bloß da muss ich dann selber mal schauen. Da bin ich jetzt natürlich auch nicht so drin, dass ich sage, ja, die P75-3C ist richtig gut und die Extended XD7 gar nicht. Da kenne ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht so gut aus. Da muss ich mich mal, glaube ich, auch mal gescheit reinlesen und so. Aber wenn ihr da draußen Ahnung irgendwie von einer guten Iwata oder so habt, könnt ihr mir gerne mal auch eine Rückmeldung dalassen. Würde mich natürlich auch mal interessieren. Da bin ich ja immer für alles offen. Da schauen sicher die einen oder anderen Profis ja auch mal rein bei mir und schauen sich da an, was der beste Airbrusher Deutschlands hier so treibt. Ja, ich find's geil. Jetzt kommen gerade zur Zeit voll viele Abos rein. Das macht mir richtig viel Spaß und da bin ich richtig angefixt und motiviert und gebe auch nochmal richtig Gas. Natürlich auch mit dem Wissen, dass jetzt bald mein Sohnemann kommt. Es dauert nur noch ein paar Wochen, dann ist der Bub sicher da. Und dann geht natürlich erstmal nicht mehr so viel. Deswegen produziere ich jetzt hier gerade mal einiges vor für euch, damit ihr auch noch ein bisschen was zu gucken habt, wenn ich schwer beschäftigt bin, wieder mit vollgeschissenen Windeln zu hantieren. Ich freue mich so drauf. Das wird geil. Genau. Und ihr seht, jetzt machen wir hier wieder schöne Detailarbeit. Und auch hier, jetzt fange ich schon an, die Mitte der schönen Striche schon wieder mit einem gewissen Abstand einzusprayen mit Schwarz, aber auch sehr dezent. Aber jetzt haben wir hier schon den Effekt, kriegen wir schon hier diesen Effekt dieser Wölbung immer mehr und mehr. Also wir haben das innere weiße Zentrum, wir haben jetzt innen einen Schlagschatten nach außen, aber ich habe jetzt bewusst natürlich die Mitte der Linie gewählt, damit nach links und rechts ebenfalls gleich viel abgeht an dem Schwarz und so natürlich ein harmonischer, schöner Schatteneffekt entsteht und der gleichzeitig dafür sorgt, dass das Ganze gewölbt aussieht. Dass es nach innen schön tief wirkt und die innere Fläche von den Schuppen schön erhaben und so kriegen wir so ein schönes, aufgeblähten Pumpeffekt, würde ich schon fast sagen. Und dann wird das eben eine schöne, fürs Auge schön sichtbar, so, dass es eben schön Dreidimensionalität ist und das brauchen wir, wenn wir es schön realistisch haben wollen. Und da einfach immer drauf achten. Und dann habt ihr da echt keine Probleme. Das sind Kleinigkeiten, aber die machen am Ende nachher den Unterschied, ob es dann noch einen Ticken geiler aussieht oder nicht. Deswegen da einfach immer drauf achten. Auf Licht und Schatten, das ist eigentlich immer so der Kernpunkt an jedem Bild, finde ich. Das macht immer relativ viel aus. Ich schaue mir meistens auch bei anderen Arbeiten dann immer an, so wie sind Licht und Schatten gesetzt, wie hat derjenige das umgesetzt, ist das korrekt umgesetzt, etc. Weil ich finde, das macht immer den großen Unterschied zu der visuellen Wahrnehmung, wie das Ganze wirkt. Und jetzt fangen wir hier schon mal an, ein bisschen die Spiegelungen reinzubringen von den Platten. Und wie gesagt, da habe ich mal gedacht, das sind eher Bäume, dann werde ich das jetzt auch mal so baummäßig dann reinbrushen. Und da werde ich auch ein bisschen großzügiger mit Schwarz dann jetzt erstmal vorlegen und dann nachher nochmal mit Weiß in das Ganze reinarbeiten, um dann nochmal so ein bisschen Farbunterschiede zu kriegen etc. Damit das Ganze einfach noch ein bisschen besser wirkt. Und genau, so arbeiten wir uns jetzt erstmal ein Weilchen vorwärts.
So, und jetzt seht ihr schon, jetzt arbeiten wir wieder mit dem Weiß ein bisschen in dem Schwarz rum, damit sich da eben auch noch schöne Farbverläufe etc. ergeben. Ich sage, glaube ich, heute sehr viel etc. Das sollte ich mal wieder abstellen. Heute habe ich schon wieder so einen komischen Tag. Ja, ich sollte weniger saufen vielleicht. Na, Spaß beiseite. Genau, wir bringen eben da oben schön mit der Farbvarianz auch ein bisschen Bewegung rein. Und wenn wir das Ganze einfärben, dann arbeiten wir am Ende nochmal schön mit der Weiß auch nochmal nicht nur Lichteffekte ein, sondern auch nochmal so ein bisschen den Himmel, so ein bisschen das anzudeuten, so wie ich das eben reininterpretiert habe. Und dann sollte das eigentlich schon ganz gut passen. Einfach auch nur schauen, dass es alles immer stimmig und gut aussieht. Und zur Not einfach was anderes machen oder so eine Reflexion, auch wenn es dann gar nicht passt, könnte man die auch rein theoretisch weglassen und so machen wie die unteren 4 Platten jetzt quasi und die einfach einheitlich durchziehen und am Ende einfach nur mit den Schatteneffekte eben eine schöne Rundung rein kreieren. Also man muss zwangsläufig nicht so eine Reflexion wie dort jetzt einbringen. Ich fand sie bloß relativ cool. Ich habe aber ehrlich gesagt auch kurz überlegt, ob ich sie weglassen soll. Habe mir gedacht, so, ich könnte es eigentlich auch so machen wie unten und es dann einfach weglassen. Und dann habe ich mir gedacht, so, komm, ich will eigentlich schon noch ein bisschen mehr Details reinbringen, damit es einfach noch ein bisschen realistischer aussieht. Und deswegen habe ich mich dann doch dafür entschieden, aber das könnt ihr natürlich getrost auch weglassen. Das ist natürlich auch erhöht natürlich auch wieder den Schwierigkeitsgrad und da könnt ihr euch natürlich selber behelfen und den natürlich auch runternehmen. Und auch unten mit dem Gelb, wenn ihr sagt, ihr mögt das Gelb nicht, dann nehmt da halt von mir aus auch ein Grün und arbeitet damit einfach 2 verschiedenen Grüntönen oder mixt die ab und runter, damit die dann eben eine andere Farbgebung kriegen. Und dann passt das ja auch ganz gut. Also da könnt ihr ja frei wählen und dann ist das ja alles gar kein so ein großer Hexenwerk mehr. Und dann passt das nämlich ganz gut. Oh, ich muss sagen, beim Teil 3, also ich habe einmal, und das ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber einmal habe ich vergessen, wieder auf Record zu drücken, weil da war wieder, ich glaube, meine Frau kam rein, hat irgendwas gesagt, Stativ verdreht, weil das vor der Tür steht, immer wenn ich aufnehme. Dann habe ich auf Pause gedrückt und dann habe ich mich wieder umgedreht und habe weiter gebrusht und da fehlt ein bisschen was vom Hals. Nicht allzu viel, aber ist ärgerlich natürlich einfach. Da ist dann ein härterer Cut drin, aber das ist dann bei Teil 3. Das werde ich dann nochmal genau erzählen, damit ihr euch da aber im Vorfeld schon mal nicht wundert. Und jetzt machen wir hier eben wieder schön diese Detailarbeit und bringen das Ganze rein. Und da war mal wieder die Düse verstopft. Und da kommt halt mal so ein Batzen raus. Ich mache das immer weg mit den Fingern, wenn ihr euch fragt. Ich nehme da mit dem Fingernagel, habe ich ein ganz gutes Gespür für und dann zupfe ich das vorne einfach kurz weg und dann ist es wieder frei. Wenn ihr euch das nicht zutraut oder sogar noch mit Kappe arbeitet, auch kein Problem. Dann nehmt einen Pinsel beim Arbeiten, einen Wasserbehälter, einen extra Wasserbehälter, weil ihr nicht den gleichen Behälter nehmen solltet zum Farbe verdünnen. Und geht da mit dem Pinsel rein und fahrt vorne an die Pistole, an die Gun und wascht den kurz mit dem Pinsel vorne aus. Und dann ist das auch wieder frei. Das habe ich tatsächlich so gelernt, auch bei meinem hiesigen Airbrusher, bei dem ich einen Kurs gemacht habe vor ein paar Jährchen. Schon ein gute paar Jährchen her, glaube ich. Müssten jetzt schon 7 oder 8 sein. Glaube ich mal. Oder nee, waren es kürzer. Ich glaube 5 oder so. Ich hab's nicht so mit Zahlen und Zeiten und so. Schusselig und vergesslich ohne Ende. Aber dort haben wir das anfangs auch so gemacht, weil das einfach einsteigerfreundlich ist. Und dann natürlich nicht die Gefahr ist, die Spitze kaputt zu machen. Und dann ist das nämlich eine gute Technik, um vorne eventuell dann mal so einen Farbsatz wegzubekommen. Und wie ihr den generell nicht so oft hinkriegt, ist, wenn ihr natürlich airbrusht und dann zu früh die Luft wegnehmt, dann sammelt sich natürlich vorne gleich Farbe an. Das heißt, Luft geben, Farbe geben, Luft geben und dann erst mit der Airbrush, also erst dann mit dem Finger weggehen. Dann vermeidet ihr natürlich, dass sich vorne viel Farbe ansammelt.
Da achte ich eigentlich schon primär immer gut drauf, aber oft ist auch so, dass einfach, ja, weil ich ganz viel kleine Detailarbeit mache und vor und zurück etc., dass sich dann halt zwangsläufig trotzdem irgendwann was ansammelt und dann bleibt einem halt nichts anderes übrig, als das wegzumachen. Und ihr habt jetzt gesehen, wieder meine Lieblingsfreihandschablone. Jetzt gebe ich dem Ganzen nochmal eine schöne Kurve, nehme noch einmal den Overspray weg und setze das so an, dass ich eben eine schöne Rundung hinbekomme. Da gebe ich dem Ganzen nochmal so eine gewisse Form. Das mache ich immer ganz gerne. Im Endeffekt auch kein Muss, aber für mich nachher zum Abmaskieren einfach leichter. Da weiß ich exakt, wo ich lang schneiden muss. Wie gesagt, ist aber natürlich kein Muss. Ihr könnt natürlich auch das im Nachhinein abmaskieren und dann eben das Ganze abspulen. Dann seid ihr da auch safe. Und jetzt kommt da doch schon langsam richtig viel Leben in die Bude. Und dann melde ich mich jetzt gleich nochmal, wenn es ans Einfärben geht. So, jetzt kommen wir dann gleich mal zum Einfärben. Und dafür haben wir ein Ultramarinblau. Und das müsste jetzt eigentlich das sein, wenn ich mich jetzt nicht recht hoch fokus. Warum tust du mir das an? Okay, der wollte da nicht. Ja, ich mich schön verkrüppelt auf dem Stuhl. Ja, genau, das ist das Ultramarin, das 28402. Da habe ich noch irgendwas. Das nehme ich, das hat einen schön dunklen Blauton, beziehungsweise ja, dunkel ist nicht, aber ein relativ, ja, doch, ja, eher dunkle Richtung. Das andere Blau ist eher noch in das Hellblaue rein. Und das probiere ich jetzt als erstes mal aus auf einem Zewa-Stück, um kurz zu gucken, wie die Farbe ungefähr aussieht. Dann habe ich festgestellt, dass es mir, glaube ich, nicht ganz so taugt. Aber ich probiere es jetzt, glaube ich, trotzdem mal erstmal nur das Blau aus. Und dann haue ich eben noch, genau, jetzt habe ich mir gedacht, nee, das sieht mir viel zu blau aus. Jetzt hole ich eben noch das schöne Violett rein, das 28305, das transparente Violett, und mache das 50-50, also 50% blau und 50% Violett. Das waren dann jeweils, glaube ich, drei Tropfen von beidem. Mische das nochmal schön durch und habe dann eben den Farbton, den ich wollte, und den fand ich dann auch ganz geil. Der hat mir gut gefallen. Und dann habe ich jetzt eben nochmal schnell auf dem Zewa getestet und gesagt, yes, der Farbton gefällt mir sehr gut. Das Violettblau ist ein geiler Kontrast zum Gelb. Und dann haben wir das nämlich, haben wir auch noch was Schönes wie beim Farbkreis eingebunden. Haben wir einen schönen Komplementärton. Das ist natürlich auch was Feines. Töne, die eigentlich immer harmonieren, sind Komplementärtöne. Wenn ihr das nicht wisst, schaut euch das Farbentutorial an. Da erkläre ich das sogar, glaube ich, nochmal. Für die Leute, die das noch interessiert. Und genau, da färbe ich jetzt erstmal ein bisschen sachter ein, weil ich noch nicht so weiß, wie die Farbe jetzt dann am fertigen Produkt aussieht hier. Wie mir das so gefällt. Deswegen bin ich jetzt erstmal noch ein bisschen zaghafter und schaue so ein bisschen, ob ich da eventuell nachher noch
nur mit Blau oder mit einer anderen Farbe noch nachjustieren muss oder nicht. Deswegen wundert euch nicht, bin ich jetzt ein bisschen zaghafter unterwegs erstmal, nur um zu schauen. Und das meine ich ja, das mache ich lieber so, anstatt es jetzt gleich einzufärben und dann so, boah, shit, ich hätte es doch lieber noch violetter gehabt. Geht jetzt im Nachhinein dann halt nicht mehr. Und deswegen schaue ich da jetzt erstmal nur so ein bisschen, stelle aber dann halt irgendwann fest, so, doch, das ist gut, das gefällt mir. Und dann gebe ich danach auch dementsprechend mehr und färbe das Ganze dann auch ein. Und jetzt war natürlich die Gun hier durch das Einfärben in Gelb und in allem anderen schon ein bisschen verstopft, weil die jetzt schon relativ lange stand. Die ist ja eh nur zum Einfärben da, deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen Problemchen gehabt gerade. Und dann sprühe ich die ab und zu einmal kurz aus oder wasche dann mal kurz eben nach vorne die Nadel sauber. Oder löse mal ganz die Nadel und arbeite dann da mal ein bisschen nach. Und dann, da glaube ich mal kurz mit Wasser einmal das Ganze schön sauber gemacht. Das ist dann halt, wenn die Gun nicht mehr so schön arbeitet und dann gerade beim Einfärben, Entschuldigung, das ist dann gerade beim Einfärben dann nicht so praktisch. Da wollen wir natürlich gerade, dass es schön gleichmäßig ist. Und wenn natürlich dann die Gun in so einem Moment gerade nicht so will, wie ich das möchte, ist das sehr doof. Weil dann haben wir entweder auf einen Schlag viel Farbe oder gar keinen oder einfach eine Unregelmäßigkeit, die ich halt nicht haben will. Weil die Unregelmäßigkeit haben wir mit dem Schwarz und Weiß natürlich schon reingebracht, so wie wir es brauchen. Und jetzt wollen wir natürlich ein schönes gleichmäßiges Bild haben. Was ich bloß hier jetzt schon mache, weil ihr seht ja, dass ich hier nicht voll alles einfärbe, ist einfach, dass ich nachher nicht so viel mit dem Weiß Farbverläufe reinbringen muss, sprühe ich jetzt nicht alles komplett voll, weil wir machen jetzt zu den ganzen Baumreflexion und Himmel und so noch nachher ein bisschen Spiegelungen von der Platte, die ja sehr glänzt und gleichzeitig noch so ein bisschen die Wolken andeuten etc. Habe ich schon wieder gesagt. Geil, ich und mein Cetera heute. Echt, wir werden hier noch richtige Kumpels. So, jetzt färben wir das Ganze natürlich schön ein. Und wie gesagt, nicht alles, sondern so, dass es halt mir nachher auch weniger Arbeit macht. Und mit dem letzten Highlight Weiß bringen wir das Ganze eben nochmal so ein bisschen zum Glänzen. Und da eben noch die Platten mit dem bisschen Gelb drin und mit dem allen, die färben wir natürlich mit unserer jetzigen Mischung auch schon mal mit ein, damit das auch passt. Und arbeiten die am Ende eben nochmal dann, wenn wir das Ganze nachher abmaskiert haben, nochmal kurz nach, damit das auch alles gut passt und gut aussieht. Und deswegen machen wir das jetzt noch schnell weg. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Sonst habt ihr da natürlich ein Problem. Aber wie gesagt, das müsst ihr ja nicht mit abmaskieren. Das könnt ihr auch weglassen zur Not. Und dann wirkt das nämlich schon ganz geil. Ja, und das Ganze wird eben mit dem Highlight Weiß jetzt gleich nochmal richtig schön strahlen. Aber jetzt gehen wir eben nochmal an die dunklen Stellen mit dem Schwarz nochmal mit der Farbe auch hin, damit das eben noch den Effekt nochmal verstärkt. Dieses erhabenen Ganzen hier machen wir das eben nochmal an den dunklen Stellen überall hin, damit das eben authentisch aussieht. Und dann sieht das nämlich schon mal gar nicht schlecht aus. Und jetzt nehmen wir halt nochmal schön die Weiß und machen da jetzt schön an den Kanten, wo es so runtergeht, nochmal schön die Spiegelungen rein. Da sind nämlich oben, kommt das Licht von oben links, glaube ich, deswegen sind die Platten da oder von oben rechts nochmal sehr aufgehellt. Und jetzt bringen wir eben da das Ganze nochmal zum Leuchten. Und das ergibt dann gleich ein ganz anderes Bild wieder. Das ist schon ziemlich geil. Das macht mir halt immer so die Detailarbeit am Ende so. Die macht mir auch mit am meisten Spaß, wenn wir am Ende nochmal so die letzten Handgriffe anlegen. Dann wird es richtig cool. Dann wird es eine runde Sache. Und dann passt das nämlich. Wie gesagt, da haben wir auch unten die Spiegelungen. Das sind keine Nasenlöcher, wenn ihr euch das fragt.
oder sonstiges. Das Schwarze da unten. Die Nasenlöcher sind statt tatsächlich im Gelben drunter irgendwo versteckt. Aber die habe ich gar nicht mehr groß ausgearbeitet. Ich habe es mir dann im Nachhinein noch gedacht, die hätte ich noch etwas stärker sichtbar einarbeiten können, aber drauf geschissen, wie ich sagen würde. Und dann passt das nämlich ganz gut. Und hier float, also die Evolution, die float irgendwie, die geht irgendwie bei mir am besten. Da kriege ich immer die schönsten Sachen mit der hin. Benutze ich auch wirklich gern. Die hat eben, das ist eigentlich eine Evolution Silverline, wie die anderen bloß, die AL Plus. Und das ist eigentlich nur, das AL steht nur für Aluminium. Die ist super leicht und mit der arbeite ich wirklich gern. Die hat irgendwie geiles Handling etc. Oh, ich glaube, ich muss heute einen etc-Account da reinmachen. Oh Mann, warum sage ich das heute die ganze Zeit? Ich bin scheiße müde, das gibt's gar nicht. Aber für euch mache ich das hier. Also die nächsten Tage habe ich keine Zeit dafür, deswegen rocke ich es jetzt heute noch durch. Aber wir sind gleich am Ende. Wir haben noch, glaube ich, 5 Minuten, dann ist das Video schon vorbei, der Part 2. Und dann kommen wir nämlich am Ende noch zu Part 3. Und dann machen wir eben noch den ganzen Rest. Der ist natürlich durch den Unschärfen-Effekt nicht so scharf wie natürlich der Kopf. Und wenn wir da natürlich nicht so scharf arbeiten müssen, dann spart das natürlich viel Zeit. Das heißt natürlich, wir kommen schneller voran. Und dann haben wir da natürlich, schaffen wir den letzten Part noch, das komplette restliche Teil. Und hier bringen wir eben noch, da mache ich eben noch so ein paar Lichtreflexe und ein bisschen Wolken etc. mit rein. Oh Mann. Und dann sieht das nämlich schon ganz nice aus. Ich finde generell Spiegelungseffekte ganz cool. Das war auch bei dem Chrome Skull, den ich hier im Zeitraffer gemacht habe, auch schon ganz cool. Bloß da war es auch mega anstrengend, weil das eigentlich immer für sich abgegrenzte Bereiche sind. Da muss man eigentlich schon fast mit einer Abmaskierfolie arbeiten, weil sonst sieht man da, glaube ich, kein Land mehr. Das ist immer ganz schwierig. Aber ich glaube, wir kommen hier ganz gut zur Rande. Und das wird, glaube ich, also ein geiles Projekt. Ich hoffe, ihr bleibt da auch fleißig dran und macht das nach. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich nutze jetzt noch die letzten paar Minütchen, um nochmal Dank zu sagen. Danke an euch, an die Community, dass ihr so fleißig dabei seid. Das freut mich mega. Da bin ich richtig stolz drauf. Richtig stolz drauf, dass ihr so ein richtig cooler Haufen seid. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt dann gleich mal, bevor ich noch ein etc. raushau. Und wir sehen uns dann zu Part 3 und dann werden wir die Scheiße hier rocken und dann haben wir ein richtig geiles Endbild gemacht. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon. Ihr könnt euch noch die letzten paar Minuten anschauen. Reingehauen und bis zum nächsten Mal.